Hi und willkommen bei einer neuen Folge Work in Progress. Wie versprochen geht's dieses Mal um den Förderpreis Junge Ulmer Kunst, den ich kürzlich erhalten habe, und meine Ausstellung im Museum Ulm. Und wir fangen ganz am Anfang an, und zwar Dienstag früh, als ich angefangen habe aufzubauen und gerade die leeren Museumsräume entdeckt habe. So, ich bin jetzt in den leeren Räumen, wo nachher die Ausstellung aufgebaut wird von mir. Und es sind 3 große Räume. Wir können mal ein bisschen gucken, ist ein bisschen dunkel gerade hier. Genau, ich habe schon Monitore bekommen. Hier kommt einer hin. Das wird der Raum für den Beatles-Spot. Hier gegenüber wird vermutlich der Beamer hingerichtet. Die Wand kriegt das Terminal vom Verschwörhaus zum interaktiven Bedienen. Dann habe ich hier das ist praktisch so der Eingangsraum über die Tür mit 3 Monitoren. Da kommt auch nochmal Beatles-Bot Twitter drauf, Touri-Tafel-Bot und Random Bot-Wiki-Einträge. Und hier kommen dann noch Stiftplotter-Sachen hin und der Stuhl. Und hier verpackt steht noch das Overflower Grid. Ich bin jetzt gerade in der Uni Ulm und habe gestern den ersten Aufbautag hinter mir. Der lief richtig massiv schlecht. Ich hatte nur mal nachgefragt, ob es Internet gibt, und dann hieß es erst nein. Da hatte ich mich dann irgendwie darauf eingestellt. Dann, während ich in Seoul war, hieß es gibt doch Internet. Irgendwie vielleicht, falls die Stadt noch irgendwie schnell was hinbaut, und ich bekäme Bescheid. Und ich hatte halt Montag, bin ich früh um 6 gelandet und hatte dann, also von Seoul zurück, und hatte dann den ganzen Tag Zeit, was vorzubereiten. Nur habe ich halt immer darauf gewartet, ob ich jetzt mitgeteilt bekomme, ob ich jetzt Internet im Ausstellungsraum habe oder nicht, weil das ändert halt, wie ich es vorbereite. Mit Internet ist halt einfach, ich kann einfach die Webseiten aufrufen, automatisch reloaden, gut ist es. Wenn nicht, dann muss ich die ganzen WebSocket-Sachen, die ich vorbereitet habe, so bauen, dass es irgendwie interaktiv geht. Ich brauche trotzdem einen Hotspot, dass die Geräte, also die Pis miteinander reden können. Also massiv viel mehr Arbeit. Deswegen war ich schon sehr erpicht darauf, auch Internet zu haben. Vor allem auch der Touri-Tafel-Bot, der greift halt auf Wikidata und Noun Project zu. Und es macht halt wenig Sinn, also lokal geht es eigentlich gar nicht. Da hätte ich Bilder vorrechnen müssen, ist alles doof. Naja, und dann stellt sich halt raus, es ist kein Internet da am Aufbautag, weil ich habe dann davor einfach nicht Bescheid bekommen. Ich habe mehrfach angerufen und immer keine Informationen bekommen. Genau, dann komme ich im Museum an, es ist kein Internet da. Ich bastel halt bis mittags irgendwie mit einem richtig crappy Handy-Hotspot rum und richte die Pis so weit ein, dass ich sie erreichen kann von außen, dass sie theoretisch die richtigen Webseiten öffnen und sowas. Ich weiß dann immer noch nicht, ob es jetzt irgendwie Internet gibt oder nicht. Und dann fange ich... irgendwas vibriert. Und dann... meine Uhr vibriert, die hat jetzt wieder Strom. Und dann fange ich halt an, einfach irgendwie Panik zu schieben langsam. Und dann haben wir das halt irgendwie eskaliert ein bisschen und geguckt, wie WLAN geht. Und das endete jetzt dann damit, dass ich in den Vodafone-Shop gegangen bin und so einen LTE-Router gekauft habe, auf meine Kosten erstmal. Das darf ich jetzt dann noch auslegen und mir das per Rechnung zurückholen nach der Ausstellung. Und jetzt ist halt praktisch nach einem Aufbautag steht fast nix. Ich war nur fertig, deswegen habe ich dann noch nicht mehr gefilmt vom Aufbau gestern. Meine Augenringe sieht man wahrscheinlich, sind massiv groß. Heute kann ich nicht aufbauen. Ich halte jetzt dann in ein paar Stunden meine erste Vorlesung für die Sketching with Hardware Veranstaltung. Und für Donnerstag hat das Museum halt einfach einen Pressetermin auf 11 Uhr angesetzt und mich einfach gar nicht gefragt, ob ich da Zeit habe. Und ich habe da nicht so richtig Zeit, weil ich Donnerstag halt auch Mittagstermine an der Uni habe. Und es bleibt mir eigentlich praktisch nur noch 3 Stunden Donnerstag, also morgen früh, um alles fertig zu machen, bevor die Presse kommt. Und Freitag ist die tolle Verleihung, von der ich auch noch nicht so ganz überzeugt bin. Also ich bekomme ja 2.000 € Preisgeld. Das ist für mich richtig hart erarbeitetes Geld. Ich hoffe, den anderen Preisträgern geht's besser. Die müssen keine
Ausstellung vorbereiten und nix. Die müssen einfach nur an der Verleihung irgendwie 10 Minuten was vorspielen oder einen Film präsentieren oder so. Und für mich war das Ganze bisher eher so ein Reinfall. Und ich hoffe jetzt einfach, dass die Ausstellung, wenn sie dann mal läuft, wenigstens was bringt, also mir Aufmerksamkeit bringt, weil das ist jetzt doch das Einzige, was ich davon kriegen kann. Finanziell hat sich's nicht rentiert, es ist nur Stress und es war nur Aufwand. Ja, wir gucken mal, was die nächsten Tage bringen. Also, bis später. Macht's gut. Wir sind am Ende vom Aufbautag 2. Ich bin richtig müde. Das hat jetzt heute nochmal ein paar Stunden gedauert, nachdem der erste Aufbautag ja eher so desaströs verlaufen ist. Ich war dann eigentlich ganz happy, es hat alles gut funktioniert. Mittags kam Presse von 2 Zeitungen vorbei. Ein Artikel ist schon online, der ist sehr schön. Es lief alles. Die Aussage war, ja, wir lassen die Raspberry Pis und alles über Nacht laufen. Die Leute, die die Museumsräume betreuen, müssen dann die machen nur Standby-Strom vom Monitor an und aus. Alles kein Problem. Ich war happy. Jetzt ist es abends um 9. Ich mache mein Monitoring-Tool auf und sehe, dass alle Raspberry Pis offline sind. Ich hatte halt bisher nicht die Zeit, einen sinnvollen Autostart für diese ganzen Browser einzurichten. Dann schreibe ich der Chefin vom Museum, kommt dann zurück, oh ja, ich weiß auch nicht, was da alles ausgeschalten wird. Die Aussage war klar davor, ja, die bleiben alle laufen. Morgen früh um 5, also nicht früh um 5, also morgen Abend um 5 ist die Museumseröffnung. Ich dachte, ich habe wenigstens jetzt mal einen halben Tag, wo ich irgendwie durchschnaufen kann. Nee, jetzt kann ich wieder früher reinfahren, diese Raspberry Pis. Überall den Browser starten, wieder überall in den Kiosk-Modus gehen. Ich kann es jetzt ja nicht mal fernwarten. Ich dachte halt, ich richte jetzt halt vielleicht auch mal noch abends irgendwann in Ruhe diesen Autostart ein. Über Fernwartung. Nee, ist ja klar, jetzt ist ja Strom weg. Ich könnte so kotzen gerade. Ich habe so keinen Bock mehr da drauf. Ich hoffe, dass das morgen irgendwie sinnvoll über die Bühne geht, ehrlich. Ja, Genervtheitszustand 10 von 10. Bis morgen. Ja, ihr seht, ich war wirklich sehr zermatscht und kaputt bei diesen Aufnahmen. Und eigentlich wollte ich mich halt auch filmen zwischendrin, wie ich Sachen montiere und aufbaue und so. Das hat alles nicht geklappt. Und in der Retrospektive, so schlimm war es tatsächlich nicht. Ich war aber einfach noch richtig fertig und gejetlaggt von meiner Reise in Seoul. Und ich glaube, das hat an den Tagen so ein bisschen das Fass zum Überlaufen gebracht bei mir. Deswegen schaut, dass nicht zu viele Termine in die gleiche Woche fallen. Das ist nicht so geil. Okay, aber zurück zum eigentlichen Thema. Im letzten Video, was ich da aufgenommen habe auf meinem Sofa, sagte ich ja noch, ich kann jetzt die Pis nicht mehr fernwarten. Hat sich dann zum Glück ein bisschen erledigt. Die haben dann nämlich früh einfach nicht nur den Strom wieder angesteckt, sondern auch den LTE-Router, den sie ausgesteckt haben, wieder reingesteckt. Und ich konnte dann tatsächlich vormittags noch fernwarten. Das heißt, den entspannten Vormittag, den ich gerne gehabt hätte, hatte ich trotzdem nicht, aber ich konnte wenigstens vom Sofa aus die ganzen Kiosk-Modi wieder starten und Autostarts einrichten und sowas. Und an der Stelle wirklich, oh Gott, großes Danke an Maxi bei uns aus dem Fischwörhaus, der mir wirklich den Arsch gerettet hat bei der ganzen Sache, ja. Also nicht nur die Geschichte mit Vodafone und dem LTE-Router war im Grunde seine Idee, sondern auch dauernd mir beim Fernwarten noch geholfen und bei Problemen geholfen, wo ich Sachen nicht richtig einrichten konnte und sowas. Also danke. Oh Gott, das hätte sonst alles nie geklappt. Deswegen habt gute Freunde in eurem befreundeten Hackspace, damit ihr jemanden fragen könnt, wenn es ganz arg brennt. Ja, auch so Sachen wie spontan Raspberry Pi 4s ausgetauscht. Das war auch noch. Ach ja, es war alles Kuddelmuddel und schlimm. Okay, genau. Aber kommen wir zurück zu dem Freitag der Preisverleihung und der Eröffnung. Die war tatsächlich sehr schön und sehr angenehm. Ich musste nämlich gar nichts tun. Am Anfang hat die Frau Date, das ist die Chefin vom Museum, eine sehr schöne kleine Rede gehalten praktisch über mich und was da jetzt ausgestellt wird. Das war nicht so lang, ich weiß gar nicht, 10 Minuten, Viertelstunde. Und danach sind alle Leute, die das interessiert hat, mit mir in die Ausstellungsräume und wir standen eigentlich einfach nur rum und hatten eine nette Zeit. Ich habe ein paar Fragen beantwortet. Und es war nett, sind tatsächlich
für mich, finde ich, erstaunlich viele Leute gekommen. Ein paar, die ich gar nicht kannte. Ich glaube, die kommen aus diesem Museumszirkel. Und sehr viele Leute, von denen ich gar nicht gehofft hatte oder erwartet hatte, dass sie kommen. So aus dem erweiterten Freundeskreis, die sich das dann alles angeguckt haben. Das hat mich tatsächlich sehr berührt, dass das doch so viele Leute interessiert, was ich da mache. Das war wirklich sehr schön. Genau, und das ging dann insgesamt 1 Stunde ungefähr. Sehr entspannt. Genau, und dann sind wir... oder alle, die noch Lust hatten, haben dann den Ort gewechselt und sind in das Stadthaus Ulm. Das wird für so städtische Veranstaltungen halt viel benutzt, so ein großer Saal hingegangen. Und genau, haben da noch Fotos gemacht, der Preisträger vorher, und dann war auch schon die Preisverleihung. Und die war eigentlich wirklich sehr schön gemacht. Ich hatte das gar nicht erwartet, dass die so nett wird. Tatsächlich, ich hatte irgendwie gedacht, sie war natürlich ein bisschen spießig, aber die Preisträger waren alle zum Glück nicht spießig, das war sehr nett. Das lief immer so ab, dass die Person vorgestellt wurde mit einem kurzen Video, die haben wir davor gedreht, das könnt ihr euch von mir und von den anderen Preisträgern auch anschauen, ich verlinke die unter dem Video. Ich würde sagen, ziemlich arg, zumindest über das Verschwörhaus. Das ist ein Hack- und Make-Space, der ist in der Stadtmitte in Ulm und der wird von der Stadt gefördert und das gibt's ziemlich selten, also ich weiß spontan eigentlich von keinem, der das hat. Und da gibt's halt ziemlich viele Möglichkeiten, sich auszutoben mit Lasercuttern und CNC-Fräsen und irgendwie 3D-Druckern zum Beispiel. Und durch die Möglichkeit konnte ich irgendwie so viel experimentieren, das hätte ich sonst nicht, also definitiv nicht allein machen können. Das hat mich auf jeden Fall geprägt. Danach gab's immer eine Laudatio eines Jurymitglieds, die war in meinem Fall auch wirklich sehr schön, hat mich sehr gefreut. Und danach darf man eben selber, also dann bekommt man den Preis überreicht und dann darf man ein paar Dankesworte sagen. Und je nachdem, welche Sparte das war, haben die Leute dann entweder musiziert. Wir hatten einen mit klassischer Musik, klassische Gitarre, sehr spannend. Wir hatten eine, die war ganz zum Schluss dran, eine Punkband, die total witzig war und eben alles andere als spießig. Die waren wirklich super gut. Genau, und vor mir war noch eine junge Frau dran, die in Filmen den Preis bekommen hat. Und die hat ein Showreel gezeigt. Das war tatsächlich dann auch sehr schön, das alles anzuschauen. Genau, dann war das eigentlich auch ein sehr entspannter Abend. Danach gab's Sektchen und ein bisschen Snacks und man konnte sich halt noch nett unterhalten und Leute haben mich Sachen gefragt. Und mein Deutschlehrer aus der 5. Klasse ist vorbeigekommen und hat mir gratuliert. Das war alles wirklich sehr putzig und es waren viele Leute da, wie gesagt, von denen ich nicht erwartet hätte, dass sie vorbeigekommen sind. Richtig toll. Genau, und jetzt können wir uns das ja nochmal angucken hier. Den Klotz, der ist sau schwer. Bronze, glaube ich. Hoffe ich mal, dass das irgendwie scharf stellt da drauf. Genau, hier oben. Und das Witzigste an dem ganzen Preis ist, dass der so cool federt. Genau, das gab's. Dann gibt's natürlich immer noch so eine schicke Urkunde, mit der ich nicht weiß, was man mit der so tut. Was macht man mit den Sachen? Die stehen dann nur im Regal rum. Naja, aber auch tatsächlich sehr schön sind die Plakate, die das Museum für die Ausstellung gemacht hat. Soweit man das jetzt sehen kann. Die sind echt schick geworden und die knallen farblich ziemlich und springen einem ziemlich ins Auge. Das ist echt witzig. Und naja, ich bin jetzt schon ab und zu an meinen Plakaten vorbeigefahren, was auch irgendwie echt abgefahrenes Gefühl ist. So. Ja. Und jetzt ganz zum Schluss noch, war kürzlich noch ein Fernsehteam da vom Regionalfernsehen, Regio TV, Ulm-Schwaben ist das dann, glaube ich, bei uns, die mich auch nochmal interviewt haben und ein bisschen die Ausstellung gefilmt haben. Ist auch tatsächlich ein richtig schöner Beitrag geworden. Ganz kurz, so 3 Minuten. Verlinke ich auch mal unter dem Video. Ganz viele Sachen sind zufallsgeneriert. Da ist dann auch oft die Kunst dabei, dass man den Mittelweg findet zwischen der kompletten Freiheit, also alles zufällig zu lassen, und auf der anderen Seite es total einzuschränken. Und da diesen schönen Mittelweg zu finden, dass man halt viele unterschiedliche Sachen generieren kann, die aber alle noch spannend aussehen. Ich bin Sabine Wieloch. Im Internet findet man mich unter Bleeptrack und ich habe momentan eine Ausstellung im Museum Ulm. Ja, also ich muss schon sagen, das Jahr bisher sehr abgefahren und ich kann euch eins versprechen. Es wird noch viel krasser. Erzähle ich dann das nächste Mal. Macht's gut, bis bald. Ciao, ciao.